Ein interessantes Detail für den Filmsammler, also uns. Bei damaligen Super-8-Kopien war es so, dass da Längenangaben ja aufgebracht waren, keine Zeitangaben für gewöhnlich, circa 120 Meter. Bei Marketingfilmen war es so, dass ab 1978 nicht mehr 120 Meter auf dem Karton aufgedruckt wurden, sondern nur noch 110 Meter. Weißt du, was da der Hintergrund gewesen ist? Dass man da geändert hat? Dass die 120 Meter einfach übertrieben aufgesetzt worden sind. Denn mir sind wirklich nur maximal 110 Meter bekannt. Und beim Polyester kann ich es jetzt nicht genau beziffern. Gut, Meter angeben waren ja etwa wahrscheinlich umgedreht ähnlich. wird ein Schuh draus. Ja, das heißt, diese Materialmengen, die da aufgedruckt waren, wurden sowieso nicht so konsequent Richtig. Eingehalten. Ja. Ne? War das jetzt ein Toleranzbereich, der einfach aus dem Schnitt heraus resultierte? Oder waren da auch Materialkosten irgendwie mitentscheidend, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt eine Minute weniger drauf zu machen, weil das sich in der Anzahl der Kopien im Grunde genommen rechnet? Absolut kaufmännisch und in Bezug auf die Kosten gar keinen. Es macht auch für mich im Nachhinein betrachtet keinen Sinn, weil 120 ging doch gar nicht drauf, meine ich, aus der Erinnerung. Gerade so. Auf die normale, gerade so, ja. Okay. Dann, ich war immer noch bei den 110 Metern. Okay. Und das war ja auch die Vorgabe für die Cutterin natürlich. Ganz klar. Genau. Und das konnte man ja genau ausrechnen. Wie viel 35 mm und wie viel dann in Super 8. Wenn jetzt so ein Film geschnitten wurde, war das ja die Aufgabe der Cutterin. Bei euch war das eine Cutterin. Ja? Hat die dann eine oder mehrere Versionen von so einem Einteiler gemacht? Die hat eine Version gemacht und die Frau war so gut, dass es über jeden Zweifel erhaben. Es hat gepasst, es hat gesessen und es war wirklich schlüssig. Und es war über die ganze Zeit, in der du da warst, auch immer die gleiche Mitarbeiterin? Ja. Und diesen Schneidetisch hatten wir auch in unseren Räumen. Ja, okay. Der erforderliche. Das heißt, da konnte auch mal eine Rückfrage gestellt werden während dem Schnittprozess. Ja. Ne? Weil ich meine, das war ja auch wichtig, dass bestimmte Schlüsselsequenzen des Kinofilms, die den Film quasi ausgemacht haben, dann auch in der Kurzfassung drin auftauchen, aber vielleicht inhaltlich vom Schnitt her dann wieder schwierig waren. Ja? Der Konkurrent Piccolo-Film experimentierte mit Heimkinokopien auf Super 8 in 3D, Stereo, es gab auch Lichttonkopien, ein paar und sogar eine ganz kleine Anzahl von Titeln in CinemaScope für Super 8. Standen solche technischen Besonderheiten auch bei der Marketingfilm mal zur Diskussion? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben uns da auf ein Mittel geeinigt in Bezug auf die CinemaScope-Filme, die ja original so gedreht worden sind. Und haben da also einen Mittelweg gefunden wegen der schwarzen Balken und haben dort, wie ja in vielen anderen Bereichen auch, haben dort also ein wenig herausgezoomt. Das war ein probates Mittel, haben aber alles so gemacht. Ja, das war nichts Sensationelles, es war einfach nötig. Dann eine CinemaScope-Optik für den Projektor mag es vielleicht gegeben haben, sonst würde es ja nicht von anderen produziert worden sein. Aber das war für uns kein Thema. Marketingfilm International hatte in den USA auch Komplettfassungen von Filmtiteln im Programm gehabt. Weshalb wurden die Versionen eigentlich nicht auf dem deutschen Markt angeboten? Wir sind zu dem Entschluss gekommen, aufgrund der Teuerung, unsere Abgabe, unser Einkaufspreis in Bezug auf alles wäre ja erheblich teurer geworden.
Allein schon in Bezug auf die Rechte auch, mit der vollen Fassung. Man muss alles mit einbedenken. Das beginnt ja mit den Rechten, die eine Firma hat oder hatte. Und damit beginnt dann also auch die Teuerung bereits da am Anfang. Und weiterhin natürlich aufgrund der zu verarbeitenden Meter, die da entstehen. Ja, ich habe gerade auch kürzlich erfahren, dass eben die UFA Bücherfilm eine Komplettfassung ja im Angebot hatte damals, nämlich 2001 Odyssee im Weltraum, und es war ein großer Flop. War einfach dann zu teuer für den Endverbraucher. Ja. Nichtsdestotrotz waren ja UFA Bücherfilm und Piccolo Film Konkurrenten von Marketingfilmen. Also ihr habt euch zumindest den Markt an Super 8 Filmkopien für Endverbraucher geteilt, auch noch mit Interpathé, die gab es ja auch noch. Wie war denn die Kommunikation zwischen den Firmen? Wir haben kein Konkurrenzverhalten und die anderen auch nicht an den Tag gelegt, waren miteinander. Jeder hat seine Erfolge erzielt. Und jede Firma war für sich zufrieden, und es war also ein vernehmliches Miteinander. Ja, und dann hat ja Anfang der 80er Jahre die Videokassette begonnen, wirklich den Markt zu durchdringen und damit Super 8 als Massenmedium für den Heimkinogebrauch zurückzudrängen. Wie hast du denn diese Medienablösung erlebt? Im Prinzip ganz schlimm, weil es innerhalb von Wochen, von Monaten bekannt war und die Videokassette einen durchschlagenden Erfolg hatte. Es war der Todesstoß für Super 8. Und wie hat sich das dann, was hat das für dich bedeutet, jetzt auf der persönlichen Ebene und auf der professionellen Ebene? Ich musste mich sofort einleben, natürlich, in die Videotechnik, wobei die elektronischen Techniker, so nenne ich es mal, das war ein Bereich, aber im Prinzip die ganzen Abläufe und so weiter, die waren für mich gleich. Die bis zum Endprodukt zu wissen und zu sagen, jetzt sind die Kassetten im Lager. Genau, das Lager war ja damals in Bochum und wurde dann am Ende, als Marketingfilm liquidiert wurde, auch geräumt. Das hast du mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, ja, aber das war ja ein relativ klagloses Thema, ein klagloser Bereich. Es wurde sehr, sehr schnell umgedacht und das Gedachte auch umgesetzt in der Weise, es ist vorbei und die Videokassette, hurra. Hattest du privat auch Super 8 Filme zu Hause? Ja. Hattest du da einfach quasi alle Marketingfilme bei dir? Nein. Nein? Nein. Nur spezielle Bereiche? Das nicht. Okay. Nein. Hast Aber auch mit Elmo und natürlich dann die Dreiteiler und so weiter, das war schon der Fall. Aber unabhängig von der Qualität, die natürlich die bessere war von einem Super 8-Film, lange noch, es hat die Bequemlichkeit, die war einfach der größere Anstoß weltweit. Klar. Die hat da obsiegt. Ja, hast du auch immer noch Super 8 Filme irgendwo in einem Karton liegen? Überhaupt nicht mehr. Nicht einen Meter zu meinem Leidwesen. Aber um wenigstens also das Produkt mal wieder in der Hand zu haben oder so, ich habe nicht einen Meter mehr. Ich weiß auch gar nicht, wo alles geblieben ist, im Nachhinein betrachtet. Ja, da muss ich das ändern. Wie blickst du denn heute auf deine Zeit beim Marketingfilm zurück? Als super angenehme, verantwortungsvolle, aber das war so abwechslungsreich auch,
diese Überprüfungen vorzunehmen, für die Technik verantwortlich zu sein, all die Dinge. Ich habe es nie bereut. Und was bedeutet Super 8 als Medium für dich? Es war grundsätzlich ja auch, der Beginn war ja sensationell auch und der Bedarf war da, das zu konsumieren, Film zu konsumieren, zu Hause. Das war schon was ganz Besonderes. Das war genauso sensationell wie dann danach die Videokassette, wie später dann die DVD und so. Das hat alles hat seine Zeit. Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort, Manfred. Vielen herzlichen Dank für dieses super spannende Interview. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Zuschauer, die das jetzt sehen konnten und sicherlich auch viel gelernt haben. Und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich wiederum hoffe, dass ich vielleicht ein klein bisschen habe rüberbringen können, wie der technische Ablauf war. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Manfred. Danke dir auch. Und wir sehen uns wieder demnächst bei Auf Hoch 2.